Moin! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr unseren KI-Copiloten benutzen könnt, um beispielsweise Berichte neu zu schreiben, bestehende Berichte zu erweitern, Eingrenzungen auf vorhandene Berichte zu machen und ähnliche Geschichten. Den KI-Copiloten findet ihr hier oben in der Mitte in dem Separatreiter KI-Copilot. Und da findet ihr einfach ein leeres Chatfenster. Wenn ihr jetzt bestimmte Anfragen raushaut und das einfach einmal resetten möchtet, ist oben rechts so ein Reset-Knopf, dann würde quasi der Bot alles vergessen, was jetzt bisher im Chat war. Ansonsten ist es ähnlich wie beim ChatGPT oder sowas. Alles, was ihr einmal innerhalb eines Chats sozusagen drin habt, wird er in seinem Wissen behalten und das entsprechend verwenden. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie 3 verschiedene Use Cases vermischt, weil irgendwann denkt die KI, ihr seid noch bei Use Case 1, obwohl ihr bei Use Case 3 seid, ne? Der KI-Copilot hat den großen Vorteil, dass er das Datenbankmodell von uns kennt. Das heißt, das ist ein großer Vorteil gegen anderen KI-Bots wie ChatGPT oder wie sie alle heißen, weil er genau weiß, welche Informationen stehen wo. Das heißt, auch da kann man gut mitarbeiten. Das heißt, selbst wenn ihr im Datenbankmodell nicht fündig werdet, kann der KI-Copilot euch einfach eine simple Frage beantworten, wie, wo steht diese Information? Oder wie heißt diese Information? Wie heißt der Vertriebsmitarbeiter innerhalb der Rechnung beispielsweise? Und jetzt denkt der KI-Copilot kurz nach und sagt mir, hey, das Ding heißt Sales Representative ID. Und das sagt er einem auch hier, ne? Der Vertriebsmitarbeiter wird innerhalb der Rechnung als Sales Representative ID bezeichnet. Das heißt aber auch, also das ist dann wieder ein bisschen technisch, ne? Das ist aber nur eine ID, das heißt, da steht nur eine Nummer und kein Name. Aber auch da kann die KI entsprechend behilflich sein. Also selbst wenn ihr jetzt kein SQL könnt und wisst, wie ihr dann an den Namen von dem Vertriebskollegen kommt, kann man das natürlich trotzdem auch über den Bot darstellen, ne? Man kann dann einfach sagen, bitte erstelle mir eine Liste von allen Rechnungen inklusive des Namens des Vertriebsmitarbeiters. Ich möchte die Belegnummer, das Datum, den Namen und den Umsatz sehen. Das ist eine relativ klare Formulierung, ne, was genau ich haben möchte. Das ist natürlich, weil ich jetzt einfach ein sehr simples Beispiel nehme. Das kann man auch stufenweise aufbauen. Aber so würde er mir jetzt einfach einen Bericht komplett fertig erzeugen, den ich ja haben möchte, ne? Das heißt, wir warten kurz, bis er das einfach einmal gemacht hat. Und wir sehen jetzt gleich auch eine Ergebnisvorschau, wenn ihr die geladen habt. Aber hier ist auch immer eine kleine Beschreibung, ne? Das heißt, er hat jetzt einfach einmal alle Rechnungen, die nicht storniert und angelegt sind, ne? Das ist halt das Coole. Er filtert direkt 2 Stati, also in Würfe ist angelegt und storniert ist halt storniert. Das heißt, er filtert direkt 2 Stati raus, die ich gar nicht erwähnt habe, die aber Sinn machen, rauszufiltern, ne? Und das heißt, ich bekomme jetzt alle aktiven, guten Rechnungen, sage ich mal, die ich haben möchte, schaue aufs Datum, schaue auf den Namen, sehe meinen Vertriebsmitarbeiter und auch den Umsatz. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr wollt einfach auf Basis von des Rechnungsumsatzes eine Provision beispielsweise berechnen, könntet ihr das jetzt schon anhand dessen einfach machen, ne? Das ist für eine Provisionsabrechnung ein bisschen zu banal, ne? Da muss man schon deutlich tiefer einsteigen, aber nur einfach als simples Beispiel, wie man sowas machen kann, ne? Was man auch machen kann, ist, ich setze den mal einfach zurück. Wir haben ja diverse Standardberichte, ne? Das heißt, wir haben hier Netto- und Rohertrag je Kunde beispielsweise. Ihr könntet euch diese Syntax einfach komplett kopieren. Gucken einfach mal, wie das Stand jetzt aussieht, wenn es auskommt, ne? Wenn ihr jetzt aber noch nicht nur den Kundennamen und den Kundennummer wissen möchtet, sondern auch, in welchem Land ist das überhaupt, dann kann man sowas auch hervorragend machen, ne? Also ihr könnt Standardberichte nicht anpassen, das ist wichtig. Ihr müsst immer einen eigenen erstellen. Aber hier könnten wir jetzt sagen, hey, ich möchte diesen Standardbericht erweitern. Fügen wir ein, bitte ergänze mir hier das Land der Rechnung. Inklusive eines variablen Filters. So, das ist auch wieder eine sehr klare Anweisung, was er tun soll. Das heißt, er prüft die Syntax, versteht, okay, cool, die funktioniert, gibt es keine Fehler drin. Da füge ich jetzt einfach mal das Land hinzu und einen Filter nach dem Land. So, und dann hättet ihr quasi schon den Standardbericht auch erweitert, ohne jetzt wirklich viel machen zu müssen, weil die KI das komplett für euch übernimmt, ne? Das heißt, wir haben jetzt exakt denselben Bericht. In diesem erweiterten Bericht habe ich die Spalte Land hinzugefügt.
Das heißt, jetzt könnte man sogar danach filtern und auch hier Übertrag pro Kunde KI-Test, nennen wir das Ganze einfach mal. Und jetzt sehen wir natürlich, dass wir hier die entsprechenden Variablen nochmal neu definieren müssen auf der rechten Seite, denn das kriegt der KI-Copilot noch nicht hin, aber alles andere kriegt er entsprechend hin. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, das Datum ist ein Datumsfeld und mehr müssen wir wahrscheinlich auch gar nicht machen, schätze ich mal. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf den Filter gehen, Standardwert Januar angeben und Play drücken, dann hätten wir jetzt quasi genau dieselben Ergebnisse wie im Standardbericht, nur dass wir zusätzlich noch eine Spalte haben, die Land heißt. Und wir können hier oben sogar nach Land filtern. So, wie ihr hier seht, sind dieselben Ergebnisse, nur im Landesfilter. Das heißt, so könnt ihr euch diese Standardberichte auch ganz, ganz simpel und schnell einfach verbessern oder ein bisschen besser auf euch zuschneiden einfach, ne? Und da ist die KI einfach sehr mächtig, weil er kennt unser Datenbankmodell, er weiß, wie das funktioniert, er weiß, wo die Informationen drin stehen, und er kann euch da entsprechend unterstützen, ne? Das ist jetzt der Fall, okay, wir haben einen angelegten Bericht, wir haben auch einen Bericht jetzt angepasst einfach, beziehungsweise erweitert. Wir können natürlich jetzt auch einfach weitere Filter setzen, ne? Wir könnten jetzt bei demselben Bericht auch sagen, hey, bitte gib mir nur welche aus, die in Deutschland liegen oder nur in Österreich oder nur in der Schweiz. Und dann würde er automatisch einen fixen Filter reinbauen, dass nur dieses Land, was ihr dann angebt, quasi beachtet wird, ne? Ja, das ist ein sehr, sehr mächtiges Tool. Das heißt, da muss man einfach mal ein bisschen testen und ein bisschen mit rumspielen, aber damit kommt man in meinen Augen sehr, sehr schnell und sehr gut zurecht. Das, was wichtig ist, nicht wie bei WhatsApp oder Sonstiges einfach immer ein Wort Enter, sondern vollständige, sinnvolle Nachrichten, die in einem Kontext stehen, damit die KI das auch verstehen kann, ne? Weil jede einzelne Nachricht, wenn ihr rausschickt mit Enter, wird einzeln geprüft und bearbeitet. Das heißt, wenn ich schreibe Hallo, Enter und dann das nächste schreibe, dann verarbeitet er gerade diese Hallo-Nachricht. Das macht es dann nicht so intuitiv, sage ich mal, ne? Das heißt, wie ich es jetzt hier im Beispiel auch gemacht habe, vollständige Sätze, sagen, was man genau machen möchte, die Syntax beifügen, sagen, okay, bitte ergänzt mir das hier und dann kann das auch entsprechend sauber bearbeiten. Ich hoffe, das hat euch jetzt erstmal einen groben Überblick gegeben, was man mit diesem KI-Copiloten alles machen kann. Das Ding ist, wie gesagt, sehr, sehr mächtig. Tobt euch damit aus, testet ein bisschen, aber denkt immer dran, es ist eine KI kann Fehler machen. Ihr solltet immer nachvollziehen oder prüfen oder schauen, dass es auch richtig ist, was die KI macht, ne? Nicht blind drauf vertrauen, auch wenn es jetzt in all diesen Beispielen beispielsweise hervorragend geklappt hat und richtig funktioniert hat. Je nachdem, wie ihr die Prompts schreibt, kann es natürlich auch sein, dass der KI irgendwas missversteht oder so. Deswegen muss man da mal ein bisschen auf Nummer Vorsicht gehen und auch einfach einmal gegenprüfen, hey, ist das überhaupt richtig? Welche Informationen hat er jetzt eingegrenzt, etc. pp. Viel Spaß damit. Ich hoffe, das hat euch gute Insights gegeben und viel Erfolg damit.